Guys, today that it will be another load of 3 cards, the ATCs at day 2019, and it's 4 to 6. So, as I did in the first part of my ATCs, I use again here the Distress Oxide by pressing them on my watercolor paper. It's easier, quicker, and yeah, I'm pretty lazy. Yeah, it's a quick way, and I put a lot of water on anyway, so that's what I really prefer to do, working messy. So, and I stay in this rhythm. I'm working back and forth, back and forth. When something has to dry, I go to the other card and back to the, yeah, previous one. So, and as you could see, I glued the fabric down with the gesso. I wanted to use gesso anyway, and it's acrylic medium, and that will stick then. So, hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute die zweite Ladung ATCs A Day 2019. Heute ist es dann Karte 4 bis 6. Und bei der ersten habt ihr auch gesehen, habe ich wieder die Distress Oxides einfach mit dem Inkpad draufgepackt. Das finde ich für mich immer bequemer. Ich bin da relativ ungeduldig. Und da ich da sowieso so viel Wasser drauf packe, wäre es Perlen vor die Säue geschmissen, da auch noch das schön schick zu verblenden und dann das Ganze hinterher so zu vermischen mit Wasser, dass nicht zu erkennen ist, ob ich das schick verblendet habe oder nicht. Und diesen Burlap, oder dieses Stück Stoff, das ich da drauf gepackt habe, oder Jute, was immer das auch ist, das habe ich mit Gesso geklebt. Also Gesso ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Acrylmedium. Damit kann man auch Sachen kleben. Also habe ich mir Eingang gespart, weil ich sowieso mit Weiß drüber gehen wollte, also mit Gesso, so diesen Hauch Gesso haben wollte, um dieses Rustikale auch auszuarbeiten. So, und bearbeite jetzt natürlich auch weiterhin hier mit meinen Überbleibseln, die ich so hatte. Das sind so Die-Cuts, diese Ringe von so einem Kranz, so einem Ringekranz. Und das sind noch so Punkte aus diesen ganzen anderen Überbleibsel, die ich habe, die ich mit Distress Oxide, ne, die hatte ich jetzt mit Vintage Photo sind die behandelt. Und zwar, das war von meiner Vintage Maritime oder diese Vintage Maritime Karte, die ich gemacht habe mit dem Leuchtturm. I this dots, they are from this maritime vintage maritime lighthouse card. Yeah, exactly. I had that many, so that's the leftover ones, and I think they go always great with turquoise. That's why I use them here. And here I draw or try to draw a sailing boat, but I hated it. So it was. So it didn't fit in. I didn't like it. So just a bit of craft card on top. I was worked on with acrylic ink, not acrylic ink, rubbish, with vintage photo ink. So, and the fish on top. So, and that was solved dann. Ich habe dann, ihr habt gesehen, versucht, das Segelboot zu zeichnen. Es hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Darum habe ich da einfach so ein Kraft-Card-Circle drüber gemacht. Und da war auch Vintage-Foto drauf, deswegen passte das ganz gut und einen von meinen bunten Fischen. Und fertig war es, aus die Maus, ja. So, das nächste ist einfach nur gestempelt. Das ist so ein super schöner Stempel von, wie heißen die denn jetzt? Woodware, ja. Und ich finde die einfach total schön. Ich habe so ein paar von denen. Und Hintergrund habt ihr ja gesehen, hatte ich ja mit Distress Oxide gemacht und werde jetzt nur noch ein ganz kleines bisschen auch mit den Distress Oxides einfärben hier. Da habe ich eben die Reinker, die ich mir immer hier auf meine Kraftmatte mache. Und einfach verstärke jetzt auch noch Linien, gehe noch mit diesem weißen China-Marker drüber. Und dann hinterher noch das Wort und das war es dann eigentlich schon. Ganz einfach, aber sehr effektiv, weil es halt auch mit den Farbkombinationen sehr schön passt. This stamp is from Woodware. I have some of them and I really like them. So, but it's easy, you stamp on a nice colored background and have immediately a nice ATC. So yeah, there's not a lot to do, but I go over with some color. I'm using the re-inker from Distress Oxides,
and go in, colorize it, and using white China marker and my black Stabilo. So very easy done. And the word, of course, and then the color combination works for it, definitely. So a bit of shading here on my fish card. Again with my black Stabilo to get more depth. That's what I always say, just to get depth into your card, depth and dimension. I think that makes such a big difference. And so as I said here, this is Glückwunsch. Glückwunsch means congratulations, but yeah. So Wunsch itself means wish, so that's why I thought that might work. And as I said before, with the color, it works perfectly, the combination of this deep red with the background. I really like it. It absolutely stands out. So, wie ich vorher schon gesagt habe, hier mit der Farbe, das macht es natürlich auch aus. Es ist immer wichtig, auch eine schöne Farbkombination zu haben. Und im Prinzip ist es ja so, wie ich vorher schon gesagt habe, oder wie ich immer sage, dass man am besten auch mit diesen Komplementärfarben arbeitet. Das macht einen Effekt, das macht was mit dir. Du guckst einfach hin. Und ihr seht ja auch, das sieht einfach, ja, das sticht hervor, das sieht einfach toll aus. Ich packe jetzt hier noch so ein bisschen Gold drauf, gar nicht mehr viel, einfach um noch ein bisschen was drauf zu kriegen. Ich hatte das Gefühl, ich habe da noch nicht viel gemacht. Klar, habe ich auch nicht, habe ich ja nur gestempelt, aber ja, wurscht. I thought I didn't do enough to this, because of course I only stamped a stamped image, but it's enough. So a tiny bit of gold here and there, but that was okay. Didn't want to overdo it. But that's it, and close-up will come up already. And I say already, guys, thanks so very much for watching. And I would be happy if you leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I see you back soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. See you soon. Bye bye. So, ihr Lieben, das ist jetzt schon das Close-Up. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar, würde ich mich extrem drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.